Moin, nicht erschrecken. Ich wollte euch heute nur mal mehr oder weniger persönlich begrüßen. Heute reden wir über die Dinger hier. Nockenwellen. Welche es gibt für unsere LC4, wofür wir die brauchen, welche wir für unser Projekt brauchen, das in dem heutigen Video. Geil. Und hinein ins Vergnügen. Also von diesen Nockenwellen gibt es irgendwie gefühlt 270 Stück. Und ich werde heute mal versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, zumindest was die Nockenwellen betrifft. Aber bevor wir hier richtig einsteigen, mein Name ist Holger, ich bin Stand der Dinge 30 Jahre alt und beschäftige mich quasi mein Leben lang mit Motoren. Wir befinden uns mitten in einem Tuning-Projekt. Solltest du nicht wissen, worum es hier geht, habe ich dir da verlinkt, kannst du dir angucken, dann bist du im Bilde und kannst dann hierher wieder aufschließen. Also fangen wir vorne an. Kurz zur Funktionsweise einer Nockenwelle. Sie bestimmt die Steuerzeit oder anders, sie steuert die Zeit, in der die Ventile betätigt werden. Da werden wir nochmal detailliert in einem anderen Video zum Ende der Projektreihe drauf eingehen, aber kurz um das zusammenzufassen oder beziehungsweise um das eben einmal anzureißen, worum es dabei geht. Diese Nockenwelle hat die Eigenschaft, die Ventile über die Kipphebel zu betätigen. Das hier sind die Nocken. Das ist die Welle, also dieses Längsstück ist die Welle, daher kommt dann das Wort Nockenwelle. Die dreht sich, und zwar dreht die sich, wenn die Kurbelwelle sich einmal dreht, sprich 360 Grad, dreht die Nockenwelle sich 180 Grad. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Dadurch haben wir die zwei verschiedenen oberen Todpunkte, einmal Ventilüberschneidungs-OT und einmal der Zünd-OT, und so wird dann am Ende ein Schuh da draus. Nur, dass ihr diese Begriffe mal gehört habt. Eigentlich wäre es so, dass das Nockenwellen-Video noch gar nicht dran wäre. Da ich aber die Tage die Teile für unser Projekt bestellen möchte und da auch die Nockenwelle dazugehört, ziehen wir den Schritt eben einmal vor, damit wir dann alle dementsprechend dann vorbereitet sind. Wie machen wir jetzt weiter? Jetzt muss ich eben einmal überlegen, wo wir jetzt drauf eingehen, damit das Video am Ende dann so ein bisschen sinnvoll gestaltet ist. Diese Nockenwelle, oder nicht diese Nockenwelle, sondern unsere Nockenwelle, bestimmt die Charakteristik von unserem Motor. Das bedeutet die Spreizung der Nocken, die Länge der Nocken, sprich der Hub, und das alles ist am Ende dafür verantwortlich, wie die Charakteristik von dem Motor, den wir gerade bauen, ist. Das wiederum bedeutet, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, was unser Motor können soll. Und es gibt leider seitens KTM nur zwei Varianten dafür. Es gibt die MSP1 Nockenwelle und die MSP3 Nockenwelle im Tuning-Bereich, zwischen denen wir noch wählen können, weil alle anderen mehr oder weniger schwierig zu bekommen sind. Es gibt noch viele weitere Hersteller, da gehe ich gleich drauf ein, wenn ich euch die ganzen Nockenwellen eben einmal runterbete, die ich so aus dem Kopf weiß, aber nur, dass wir das eben einmal verstanden haben. Mit der Nockenwelle wird quasi maßgeblich die Charakteristik bestimmt. Ich werde euch hier jetzt mal eben einmal ein Bild einblenden, wo ihr so ein Diagramm sehen könnt der Nockenwelle, wo ihr die Millimeter, die Grad-Kurbelwinkel der Öffnungs- und Schließzeiten der Nockenwelle bzw. der Ventile, den Hub der Ventile in Millimetern und so weiter entnehmen könnt. Ich gehe davon aus, dass 80% von euch da nichts mit anfangen können, aber das ist auch nicht ganz so wichtig. Wie gesagt, das lernen wir alles noch. Heute wollen wir nur einmal grundsätzlich über die Nockenwelle reden und uns für eine entscheiden. Darum diese Vorbereitung hier. Also, kommen wir zu der Kategorie, welche Nockenwellen gibt es und zwischen welchen können wir uns entscheiden. Also, hier jetzt die Nockenwellen, die ich aus dem Kopf kenne. Und da werden nicht mehr viele fehlen, bin ich mir sehr sicher. Es gibt die MSP1, MSP2, MSP3, MSP4. Viele von euch werden das für ein Gerücht halten, dass es die 2 und die 4 gibt. Dem ist aber so. Dann gibt es die 249, 249.1, die 583, 584, 586. Jeweils dann in verschiedenen Varianten. Dann gibt es die 125R vom Herrn Frauenschuh, die 1F vom Herrn Frauenschuh, die Tornado G1, G2, G3 von der Firma Große Wächter. Dann hat ABP irgendwann mal Nockenwellen gemacht, da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Und so weiter. Also es gibt für wenig Modelle so viele Nockenwellen wie für die LC4. Da hat sich jeder mal dran versucht. Und für uns sind 3 bzw. 2 zur Auswahl geblieben. Die 249.1 Nockenwelle, das ist diese hier,
Die ist für den Standardhubraum, den wir so fahren, der beste Kompromiss zwischen Drehmoment und Leistung. Das ist allerdings nicht das, was wir wollen. Wir wollen höchstwahrscheinlich wählen, oder da gehe ich jetzt einfach mal von aus, zwischen der MSP1 und der MSP3 Nockenwelle. Ich kann euch jetzt natürlich nur die Kurve einblenden, die diese Nockenwellen haben bzw. unterscheiden. Das wird euch aber auf den ersten Blick nicht sagen. Die MSP1 Nockenwelle ist mehr für die Enddrehzahl ausgelegt, sprich mehr Leistung im oberen Bereich, eher eine Charakteristik von einer Zweitakter. Relativ schwierig abzustimmen, aber nicht unmöglich. Ist relativ interessant, die zu fahren. Also es ist jetzt nicht unspaßig, sagen wir mal. Aber man stellt halt fest, dass eher obenrum die Musik stattfindet, also mehr auf höhere Drehzahlen ausgelegt ist. Und wir können wählen zwischen der MSP3. Die MSP3 ist nicht das Gegenteil davon, aber ja eher im mittleren Bereich, da die Musik drehen bzw. spielen zu lassen. Natürlich aufgrund der Steuerzeiten und sind die Nockenwellen ja generell eher dafür drauf ausgelegt, die Leistungen nach oben zu korrigieren und ist passender für den Hubraum, für den wir uns entschieden haben, nämlich von 670 Kubik, wie wir im letzten Video, falls du das nicht gesehen hast, kannst du das da angucken, dann ja ausgemacht haben. 102er Bogen auf 82 mm Hub sind 670, also 670 Kubik, und diese Nockenwellen spielen dementsprechend da rein. Ich würde jetzt, wie gesagt, echt gerne auf das Thema weiter eingehen, aber es würde hier, um uns für eine Nockenwelle zu entscheiden, tatsächlich den Rahmen sprengen, auch wenn man sagen könnte, dass es notwendig wäre, um sich entscheiden zu können. Wir werden das diesmal so machen. Ich spreche jetzt für dieses Projekt meine Empfehlung aus und ich würde mich, wenn es mein Motor wäre, für die MSP3 entscheiden. Ganz einfach, weil die für die Fahrbarkeit auf der Straße, für aus den Kurven raus beschleunigen, für Krach und Krawall die bessere Wahl wäre als eine Nockenwelle, die eher für höhere Drehzahlbereiche ausgelegt ist. Kurz nochmal zum Ursprung der beiden Nockenwellen. Die MSP1 sitzt zum Beispiel in der 660 SMS und die MSP3 sitzt in der 660 Rallye. Also die haben beide im Motorsport ihren Ursprung und demnach wird das für uns schon die richtige Wahl sein. Wir machen das wie letzte Woche. Ihr schreibt euren Favoriten in die Kommentarfunktion, wieder mit dem Hashtag, schreibe ich hier unten rein, Hashtag MSP3 bzw. MSP1. Welche Vorteile das hat, habe ich ja gerade aufgeführt. Wie gesagt, meine Empfehlung wäre wirklich die MSP3 Nockenwelle, einfach weil sie für den Hubraum die beste Wahl wäre. Ganz einfach deswegen, also versteht mich nicht falsch, es gibt natürlich noch bessere Nockenwellen. Die gibt es. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht so. Allerdings ist die Art Nockenwelle, die ich meine, nicht für jeden zu bekommen. Wir bauen ja gerade einen Motor, wo jeder, der möchte, diesen Motor nachbauen kann. Und dementsprechend müssen wir auf KTM-Materialien zurückgreifen, was die Nockenwelle betrifft. Also könnt ihr wählen zwischen MSP1 und MSP3. MSP1 ist ein ganz bisschen schwerer abzustimmen, lässt sich aber machen. Und die MSP3 ist so wirklich das, wo ich wirklich ehrlicherweise sagen würde, das wäre für unser Projekt das Richtige. Allerdings ist es ja hier fair abgestimmt, wie das letzte Mal. Und demnach würde ich euch bitten, dementsprechend einmal in die Kommentare zu schreiben, welche ihr euch wünschen würdet. Ja, wie ich sagte, leider muss ich ja dieses Video hier vorziehen, einfach damit wir bestellen können, beziehungsweise damit ich bestellen kann. Aber ich werde euch dann mitnehmen in dem Video. Einfach damit wir sehen, a, was es kostet, b, was es ist, c, was wir brauchen, D, wo ich immer drauf eingehen würde, wenn ich meinen Motor mache, was immer mitgemacht werden sollte. Ist es gefragt worden, zum Beispiel Steuerkette, ob wir mit der Länge der Steuerkette hinkommen. Die Frage ist berechtigt, aber ich kann jetzt natürlich noch nicht vorgreifen, warum das gefragt wurde, weil das den kompletten Fluss von dieser Videoreihe zerstören würde. Deswegen müssen wir das hier eben einmal so zwischenschieben. Und wenn es um das Thema Nockenwelle, Steuerzeiten, Einstellen von der Nockenwelle und so weiter geht, nehme ich euch nochmal ganz detailliert mit. Das wird dann auch ein längeres Video, wo so richtig über Nockenwellen abgenördet wird, mit Überschneidung und alles, was dazugehört. Da kommt jeder, der Nockenwellen mag, dann auf seine Kosten. Aber das Video wird es dann jetzt für heute erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich habe euch meine Gedanken dazu gesagt. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann auch gerne in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Schönen Dank fürs Einschalten. Da drüben kannst du dir noch ein Abo abholen, falls du noch keins hast.
Und da unten kannst du dir die ganze Playlist zu dieser Projektreihe angucken, falls du hier irgendwie mittendrin reingestolpert sein solltest. Schönen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Besichtigung. Tschüss.